O'Clock. Heute geht es ums Thema Essen. Wenn ihr mir folgt bei Insta, habt ihr schon sicher häufiger gesehen, dass ich viel vorbereite, mein Essen, sogenannte Food Prepping. Und ich kriege so viele Fragen dazu, was ich da mache, warum ich das mache und wie ich das mache. Und dann habe ich gedacht, nutze ich das Ganze mal, um ein cooles Video draus zu machen, um euch einfach mal einen direkteren Einblick zu geben, wie das bei mir so aussieht. An dieser Stelle schon mal die Vorwarnung, es wird chaotisch. Hier läuft nichts irgendwie extrem clean und strukturiert ab, sondern Kochen ist bei mir meistens Freestyle. Also ich gehe erst einkaufen, da gehe ich nach dem Lust- und Laune-Prinzip vor und lasse mich auch inspirieren von dem, was da gut aussieht. Ich versuche möglichst auf Verpackung zu verzichten bei den Dingen, die ich kaufe. Wenn ihr das selber schon mal probiert habt, wisst ihr, wie schwer das ist. Aber gerade in Bioläden oder so funktioniert es natürlich deutlich besser. Dadurch steht bei mir sehr viel Gemüse auch auf dem Speiseplan. Nochmal kurz als Info für die, die es nicht wissen. Ich lebe eigentlich schon seitdem ich ein kleines Kind bin vegetarisch, phasenweise auch vegan. Gerade häufiger bei den Food Preps passiert mir das eigentlich aus Versehen, dass die vegan sind. Dann werde ich immer wieder gefragt, bist du eigentlich vegan? Lebst du vegan? Und ich sage dann, nee, eigentlich jetzt nicht bewusst. Ich könnte das wäre, glaube ich, gar kein Problem für mich, aber aus ein paar Gründen verzichte ich nicht gänzlich auf tierische Produkte. Und ich würde sagen, ich stelle euch mal vor, was ich heute vorhab, was ich dafür alles gekauft habe und dann beginnt das Chaos. Vielleicht kurz nochmal zu der Frage, warum ich das überhaupt mache, also wieso ich nicht jeden Tag einfach für mich frisch koche oder kochen lasse oder essen gehe. Für mich hat sich das jetzt so über die Jahre herausgestellt, dass ich halt am leistungsfähigsten bin, wenn ich tatsächlich so den größten Teil über das Jahr für mich selbst koche oder mit Philipp zusammen koche, nicht so viel Fertigprodukte kaufe und so weiter, ist natürlich auch gesünder. Und weil ich aber natürlich teilweise echt volle Tage habe, also viel Training und auch noch vielleicht Termine drumherum, viel Reisen, ich viel unterwegs bin und gerade wenn ich unterwegs bin, fällt es mir auch unglaublich schwer, da irgendwie gutes Essen zu bekommen. Gutes Essen heißt für mich, ich habe eine Mahlzeit, die mich mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, die mir einfach Energie gibt und die mich eben auch unter Umständen auf die nächste Einheit, die folgt, vorbereitet, weil gerade als Triathletin oder als Profisportlerin habe ich eben, ich sage jetzt mal das Glück, ich darf mehrfach am Tag trainieren. Und teilweise ist es eben gar nicht so einfach, dann die richtigen Dinge zu essen, dass einem nicht irgendwie in der zweiten Session irgendwie komplett, dass man da mit Magen-Darm-Problemen dann zu beschäftigt ist. Von daher habe ich gemerkt, wenn ich für mich selbst koche, geht es mir einfach am besten, ich bin am fittesten und das Food Prep mache ich aus dem Grund, dass ich jetzt einfach weiß, heute ist ein Entlastungstag, dann nutze ich diesen Tag gezielt, um eben dann auch mal 1 bis 2 Stunden in der Küche zu stehen und weiß, dafür habe ich mir für 3 Tage circa jeweils 2 große Hauptmahlzeiten dann vorbereitet, wo ich einfach weiß, die versorgen mich optimal, danach geht es mir gut und ich spare mir an den Tagen einfach extrem viel Zeit und habe halt trotzdem eine richtig gute Mahlzeit. Heute, und so gehe ich eigentlich immer vor, ist, dass ich, im Idealfall gehe ich vorher einkaufen, habe dann eben ganz frische Sachen da und eine Kerneinheit von meinem Food Prep ist immer ein riesen Blech an Ofengemüse, wo ich echt alles Mögliche mixe, was halt gerade so verfügbar ist. Heute wird es sein Pilze, Karotten, Zucchini, Paprika, Aubergine, Kürbis, Fenchel, Süßkartoffel. Ihr seht, das ist ein Riesenhaufen. Es wird etwas schrumpfen im Ofen, aber mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich weiß, das wird richtig geil. Das wird ein, sage ich mal, Kernelement von den Boxen, die ich mir dann auch zubereite. Ihr könnt natürlich alle möglichen Gemüse da mixen, die ihr gerade da habt. Eigentlich kann man da wirklich nicht viel falsch machen. Dazu werde ich nochmal zusätzliche Kohlenhydrat- und Eiweißquellen zubereiten. Da mache ich heute nochmal Quinoa.
Ist auch proteinreich, aber eben auch eine Quelle an wertvollen Kohlenhydraten und noch ein paar Linsen. Gilt eigentlich das Gleiche dafür, auch nochmal Protein und Kohlenhydrate. Das finde ich halt immer die geilsten Kohlenhydratquellen, wenn sie gleichzeitig auch noch Protein haben, weil davon brauche ich einfach viel und ja, schaffe es einfach darüber, meinen Bedarf sehr gut zu decken. Hier habe ich noch was vorbereitet, das ist Buchweizen. Den habe ich es ging glaube ich sogar in einem Tag, keimen lassen. Also einfach in so einem Keimglas über Nacht einweichen lassen mit ein bisschen Wasser und dann fangen da an so kleine Spermien rauszuwachsen, keine Ahnung, wie man es bezeichnen will, Schwänze. Und warum mache ich das? Weil darüber nochmal zusätzlich Eiweiße, also es wird einfach nährstoffreicher nochmal das Korn und in den Körnern ist generell so die Nährstoffe, die sind über Phytinsäure oder sowas gebunden in dem Korn und durch den Keimvorgang wird das quasi freigesetzt und du hast halt quasi nochmal mehr Mineralien und Nährstoffe zur Verfügung. Geile Sache und schmeckt auch richtig gut. Dann habe ich noch ein bisschen Hasenfutter für Hasenpower. Werdet ihr sehen, was ich später damit mache. Dann noch Tofu und einen Schafskäse. Ihr seht, ich habe auf jeden Fall jetzt da schon mal Eiweiße dabei, Kohlenhydrate, einige und ja, viel Ballaststoffe natürlich auch. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist Fett. Und da kommen wir gleich nochmal dazu. Also zum einen werde ich gleich das Gemüse für den Ofen mit Olivenöl, mit ziemlich viel Olivenöl ja, anmachen. Und zum anderen kommen wir gleich noch zu einem Punkt, den ich euch nochmal vorstelle, der vor allem für uns Frauen extrem hilfreich sein kann, wo es auch nochmal ums Thema Fett geht. So, jetzt wird geschnibbelt. So, die Schüssel mit dem Gemüse ist jetzt voll. Das ist immer so ein bisschen mein Maßstab, nach dem ich gehe. Wenn die Schüssel voll ist, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass es eine große Mahlzeit wird. Hier packe ich jetzt gleich noch jede Menge Olivenöl drauf und vermische es dann. Und dann kommt es in den Ofen. Ich schaue dann gleich mal auf die Uhr, wie lange das in den Ofen kommt, kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Ich gucke immer so ein bisschen danach, aber ich würde sagen schätzungsweise 20, 25 Minuten. Kurzer Zwischenstand. Ich preppe jetzt seit 10 Minuten und finde, das hält sich doch im Rahmen. Das Zeug ist auch bald fertig. Und ganz wichtig noch für das Ofengemüse, was ich jetzt noch machen muss, was einfach geschmacklich ein Highlight ist. Ich packe da jetzt noch ein paar Zwiebeln drauf, also die schäle ich noch schnell. Die kommen da noch mit rein. Das ist einfach ja, super lecker. Und wie ihr seht, ich mache alles relativ grob. Ist jetzt nicht, weil ich so faul bin, vielleicht auch, aber nicht als Hauptgrund, sondern weil ich das einfach irgendwie mega gerne mag, wenn man da einfach auch noch ja, ein bisschen was zum Abbeißen und Kauen hat. Ich mache noch mal ein bisschen zusätzlich Öl drüber, weil das doch viel aufsaugt und Öl kann man nie genug haben. Und jetzt, ich finde, es sieht schon mal geil aus, geht das Ganze in den Ofen. Unfreundlich. Was ich noch mache, ich mache gleich, also circa so 10 Minuten bevor ich das Gemüse raushole, mache ich da noch den Schafskäse so in kleinen Würfeln drauf. Das ist richtig geil, das seht ihr dann. Ich mache mir verschiedene Boxen, weil sonst würde ich ja quasi zweimal am Tag irgendwie genau das Gleiche essen. Deswegen mache ich jetzt auch noch Tofu. Es ist auch so, dass ich jetzt teilweise nicht immer alles vorbereite. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bock auf Nudeln habe oder so, die schmecken halt dann doch frisch zubereitet irgendwie ein bisschen besser. Es könnte sein, dass ich dann irgendwie an dem einen Tag oder so noch Nudeln frisch koche und irgendwie nochmal eine Sache damit anrichte. Das Tofu mache ich jetzt noch so ein bisschen asiatisch, würze ich das. Dann kann ich eben auch schon nochmal eine Box machen, die eher so ein bisschen
Asia-Style-Flavor hat. Dann, da kommen wir dann am Ende dazu, kommt halt zu jeder Box immer noch so verschiedene Toppings, die ich dann drauf mache. Da kommt dann zum einen hier das Hasenfutter ins Spiel, das Postalein, das ist so eine Art Salat, auch nochmal extrem nährstoffreich und dann eben auch zum Beispiel der gekeimte Buchweizen. Ich züchte eben auch viele Sprossen, das ist so ein Glas, da seht ihr jetzt, da habe ich gerade Mungbohnen drin und irgendwie so einen komischen Fitnessmix oder so heißt es. Die brauchen, denke ich, noch 2 Tage, dann sind die auch ready, dann kann man das auch immer schön drüber machen. Und dann eben auch als sehr wichtige Zutat, was ich eigentlich bei jeder Mahlzeit eben habe, sind sogenannte Kerne einfach, also Sonnenblumenkerne, Sesamkerne, Leinsamen und Kürbiskerne. Aber, und das ist jetzt eben die Message an alle Mädels, ich esse die nicht immer alle gleichzeitig, sondern folge da dem Prinzip des sogenannten Seed Cyclings. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass man quasi in Abstimmung auf den weiblichen Zyklus verschiedene Kerne miteinander kombiniert, um die weibliche Hormonproduktion zu unterstützen. Das ist richtig geil, habe ich jetzt echt mega gute Erfahrungen mit gemacht. Also in den ersten 2 Wochen vom Zyklus steigt ja das Östrogen an, um die Produktion zu unterstützen. Braucht man Kürbiskerne und Leinsamen. Und in der zweiten Hälfte sozusagen dann Sonnenblumenkerne und Sesam, die man zusammen mixt. Und ich bin jetzt gerade in der zweiten Hälfte sozusagen, deswegen bereite ich mir jetzt gleich noch Sesam und Sonnenblumenkerne zu, die ich dann später über alles drüber haue. Der größte Teil der Arbeit ist geschafft und ich bin selbst überrascht. Es hat nur 31 Minuten habe ich gebraucht, um alles soweit fertig zu machen. Das Ofengemüse ist noch am Backen. Quinoa, Linsen sind fertig, Tofu ist im Ofen, Schafskäse kommt gleich drauf, alle Toppings sind eigentlich vorbereitet. Boxen habe ich ein Upgrade auf Glas gemacht, nachdem ich irgendwann freundlicherweise von meiner Community darauf hingewiesen worden bin, dass meine Plastik-Prep-Boxen leider nicht mehr gehen. Ihr habt absolut recht, aber ich bin halt auch der Meinung, ich habe die irgendwann mal gekauft und soll ich die jetzt einfach wegschmeißen? Aus dem Grund ist natürlich auch blöd. Aber ich versuche jetzt nach und nach alles umzustellen und habe schon einige. Das ist auf jeden Fall cool, schmeckt auch deutlich besser. Und die müssen dann gleich nur noch befüllt werden und dann schauen wir uns das Resultat an. Essen ist fertig. Das Gemüse habe ich aus dem Ofen geholt. Ich habe noch den Schafskäse dazu gemacht, habe es jetzt ein bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Kurkuma. Salz bin ich sehr sparsam seit meiner Salzvergiftung auf Hawaii. Genau, Quinoa ist fertig, Linsen sind fertig, Tofu ist fertig, habe ich, wie gesagt, asiatisch gewürzt. Dann habe ich noch ein bisschen rote Beete und halt hier noch so allerlei Toppings. Und ich richte jetzt einfach mal eine Dose an, so wie ich mir jetzt eine gute Mahlzeit herrichten würde. Und so verfahre ich dann mit den restlichen Boxen auch. Und wie gesagt, mache einen verschiedenen Mix. Kann sein, in die eine Box packe ich mehr Quinoa rein, wenn ich mehr Kohlenhydrate brauche für irgendwie eine Session. Und vielleicht mache ich eine mit ein bisschen weniger, die ich irgendwie dann essen kann, wenn ich weniger halt brauche. So, jetzt hier meine Keimlinge. Und das kommt überall drüber. Dann noch von dem Grünzeug. Und noch ein bisschen Hummus. Et voilà! Fertig. Nach dem Prinzip mache ich jetzt die anderen auch noch voll. Ja, ich hoffe, es war für euch interessant, einfach mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, zu sehen, was ich so kombiniere.
Könnt gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das so macht oder ob ihr es interessant fandet oder nicht. Ich würde sehr gerne demnächst auch nochmal einen süßen Food Prep machen, weil ihr wisst, ich mag auch super gerne süße Sachen und prep mir tatsächlich auch manchmal süße Mahlzeiten, die ich auch gerne tagsüber esse. Und ja, dafür, wenn euch das Video gefällt, kommt davon gerne mehr. Ansonsten lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Box schmecken, denn ich habe Hunger bekommen beim Kochen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.